Wie versprochen geht es im dritten Teil um Verstärker-Endstufen. Wir sehen uns die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verstärkerklassen an und wir bauen dabei auf die vorigen Videos auf. Wer die noch nicht kennt, für den ist es vielleicht ratsam, sich zunächst mal Teil 1 und Teil 2 anzusehen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Die verschiedenen Verstärker-Endstufenschaltungen unterscheiden sich hauptsächlich in der Lage des Arbeitspunktes der Endtransistoren. Um nicht irgendwelche verrückten Namen für die Schaltung zu erfinden, bezeichnete man die Verstärkerklassen einfach der Reihe nach mit den Buchstaben des Alphabets. Der erste in der Reihe ist also der Klasse A-Verstärker. Eigentlich kennen wir diese Betriebsart schon von unseren Vorverstärkern. Erinnern wir uns nochmal an das erste Video. Wir haben den Arbeitspunkt so gelegt, dass eine möglichst große verzerrungsfreie Aussteuerung um den Ruhearbeitspunkt herum möglich ist. Dazu fließt aber ein ständiger Ruhestrom durch den Transistor. Bei Endstufen arbeiten wir mit sehr geringen Arbeitswiderständen, um durch den hohen Strom eine große Ausgangsleistung zu bekommen. Unser Ruhearbeitspunkt liegt nahe an der maximal zulässigen Verlustleistung des Transistors und es wird viel Energie in Wärme umgewandelt. Der Wirkungsgrad ist denkbar schlecht. Der einfache Transistorverstärker, der im allerersten Video vorgestellt wurde, ist so ein Beispiel. Hier kam es mir vor allem darauf an, einen möglichst einfachen Verstärker für Anfänger zu zeigen. Er hat aber ein paar erhebliche Nachteile und ist nur für sehr geringe Ausgangsleistung überhaupt geeignet. Zum einen ist der Verstärker wegen des hohen Ruhestroms für Batteriebetrieb praktisch ungeeignet. Der zweite Fehler, den er hat, ist die Tatsache, dass der Ruhestrom ständig durch den Lautsprecher fließt. Das sollte man möglichst vermeiden. Dabei geht es nicht darum, dass er dadurch überlastet werden würde, der Lautsprecher hält den Strom schon aus. Um das eigentliche Problem zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie so ein Lautsprecher funktioniert. An einer großen Membran ist eine Spule befestigt, die über einen Dauermagneten gestülpt ist, sich aber frei bewegen kann. Fließt durch die Spule ein Strom, erzeugt sie ebenfalls ein Magnetfeld, wodurch sie je nach Stromrichtung vom Magnetfeld des Permanentmagneten entweder angezogen oder abgestoßen wird. Bei einem Wechselstromsignal schwingt die Spule mit der gleichen Frequenz hin und her und die Membran versetzt die umgebende Luft in Schwingungen. Fließt in Ruhe bereits ein Gleichstrom durch die Lautsprecherspule, dann befindet sich die Membran nicht mehr in der Mittelstellung, sondern wird bereits in eine Richtung gedrückt. Dadurch ist die Bewegungsfreiheit in diese Richtung eingeschränkt und sie kann sich nicht mehr allzu weit in die gleiche Richtung bewegen, wodurch bei großer Signalaussteuerung Verzerrungen durch den Lautsprecher entstehen. Im Ruhezustand sollte die Spule in der Mittelstellung sein. Möglich ist das, indem man den Lautsprecher über einen Kondensator ankoppelt, der ja nur den Wechselstromanteil durchlässt. Durch den Transistor muss aber weiterhin der Ruhestrom fließen können, wozu ein Arbeitswiderstand parallel zum Lautsprecher geschaltet werden muss, der den Gleichstromwiderstand des Lautsprechers ersetzt. Auch der Wechselstrom teilt sich auf, wodurch weniger am Lautsprecher ankommt und der Wirkungsgrad weiter sinkt. Eine andere Möglichkeit wäre, den Lautsprecher über einen Ausgangsübertrager anzuschließen, wie es bei der Röhrentechnik üblich ist. In der Übergangszeit zur Transistortechnik wurde das durchaus auch gemacht. Das bedeutet aber einen höheren Aufwand und der Übertrager braucht viel Platz und wiegt eine Menge. Deshalb gibt es nur noch eisenlose Transistorendstufen. Fassen wir mal die Eigenschaften des Klasse A-Verstärkers zusammen. Dafür spricht der einfache Aufbau. Bei richtiger Einstellung des Arbeitspunktes findet eine sehr verzerrungsarme Verstärkung statt. Das ist das Hauptargument für die Verfechter des A-Betriebs. Dagegen spricht der hohe Ruhestromverbrauch. Das Verhältnis der abgegebenen Leistung zur zugeführten Energie, mit anderen Worten der Wirkungsgrad, ist sehr schlecht. Der Klasse B-Verstärker soll diese Nachteile beseitigen. Darum wird der Arbeitspunkt so eingestellt, dass im Ruhezustand kein Strom fließt. Das Problem ist aber, dass jetzt unser Wechselspannungssignal gleichgerichtet wird. Die Basis-Emitter-Diode leitet nur in eine Richtung. Die negative Halbwelle des Signals wird abgeschnitten.
Die Lösung ist ein zweiter Transistor, der die zweite Halbwelle gesondert verstärkt. Am Ende werden beide Hälften wieder zusammengesetzt. Am einfachsten erreicht man die Aufteilung durch den Einsatz von zwei komplementären, also sich ergänzenden Transistoren unterschiedlichen Leitungstyps. Sowohl Basis als auch die verbundenen Emitter der Transistoren liegen etwa auf halber Betriebsspannung. Die Basisspannung wird jetzt durch das Eingangssignal überlagert. Die Basis-Emitter-Diode des oberen NPN-Transistors wird bei positiver Eingangsspannung leitend. Der Kondensator am Ausgang lädt sich über T1 auf. Der Ladestrom fließt auch durch den Lautsprecher. Wird die Eingangsspannung gegenüber dem Mittelpunkt negativ, leitet der PNP-Transistor T2. Jetzt wird der Kondensator wieder entladen und der Strom durch den Lautsprecher muss vom Kondensator geliefert werden. Damit das auch bei niedrigen Frequenzen funktioniert, muss der Kondensator relativ groß sein. Wie man so einen Koppelkondensator berechnet, haben wir ja in Teil 2 gesehen. Wichtig ist bei so einer Gegentakt-Endstufe, dass die Verstärkung beider Transistoren in etwa gleich groß ist, um das Signal nicht zu verformen. Dazu gab es speziell dafür ausgemessene Transistorpärchen für solche Endstufen. Anfangs war es schwierig und teuer, solche Komplementärpärchen bereitzustellen. Man benutzte deshalb zwei Leistungstransistoren gleichen Leitungstyps. Zur Ansteuerung der Endtransistoren ist eine Phasenumkehrstufe notwendig, die dafür sorgt, dass jeder Transistor eine andere Halbwelle verstärkt. Das Signal wird sowohl am Kollektor als auch am Emitter abgenommen, da die Phasen hier um 180 Grad gedreht sind. Die Vorstufe muss so berechnet werden, dass beide Signale gleich groß sind. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, zwei gleiche Endtransistoren zu verwenden. Dazu müssen wir uns aber noch mit einem anderen Problem beschäftigen. Leistungstransistoren haben nur geringe Stromverstärkung und brauchen daher auch starke Basisströme zur Ansteuerung. Abhilfe schafft die Zusammenschaltung zweier Transistoren zur sogenannten Darlington-Schaltung. Der Ansteuertransistor muss dabei nicht so leistungsstark sein, da er ja nur den Ansteuerstrom bereitstellen muss, der um den Faktor der Stromverstärkung des Leistungstransistors geringer ist. Nach außen wirkt die Darlington-Schaltung wie ein einzelner Transistor mit einer wesentlich höheren Stromverstärkung, die etwa dem Produkt aus den beiden einzelnen Stromverstärkungen der Transistoren entspricht. Überprüfen wir das mal mit dem Bauelemente-Tester. Der erste Transistor hat eine Stromverstärkung von 55. Der zweite von 72. 55 mal 72 ist gleich 3960. Was sagt das Testgerät? Etwa 3700. Die Theorie wird also ganz gut bestätigt. Es ist auch möglich, einen NPN- und einen PNP-Transistor zu einer Komplementär-Darlington-Schaltung zusammenzubringen. Das Gesamtgebilde verhält sich wie der Ansteuertransistor. Aus dem NPN-Leistungstransistor ist ein PNP-Typ geworden. Damit können wir wieder unsere Gegentakt-Endstufe vom Anfang aufbauen und auf die Phasenumkehrstufe verzichten. Man spricht von einer Quasi-Komplementär-Endstufe. Zwischen den beiden Varianten der Darlington-Schaltung gibt es aber noch einen weiteren Unterschied, den man unter Umständen beachten muss. Bei der normalen Darlington-Schaltung sind zwei Basis-Emitter-Dioden in Reihe geschaltet. Der Darlington-Transistor beginnt erst ab einer Basisspannung von ca. 1,4 Volt zu leiten, während bei der komplementären Schaltung nur die einfache Schwellspannung von 0,7 Volt zu überwinden ist. Man könnte denken, mit dem B-Verstärker haben wir die ideale Betriebsart gefunden. Die Sache hat allerdings einen Haken. Sehen wir uns nochmal die Eingangskennlinie der Basis-Emitter-Diode des Transistors an. Bevor ein Strom fließen kann, muss erstmal die Schwellspannung der Diode erreicht werden. Spannungen unter 0,7 Volt haben keinen Effekt. Die Eingangsdiode unterdrückt nicht nur die zweite Halbwelle, sondern auch den Teil der Schwingung unter 0,7 Volt. Und das trifft auf beide Transistoren zu. Es fehlt jetzt ein Teil des Signals.
Setzt man beide Hälften wieder zusammen, erhält man kein korrektes Abbild des Eingangssignals mehr. Der Klirrfaktor bei einem Klasse B-Verstärker ist sehr hoch. Sehen wir uns das mal an. Am Eingang liegt ein perfektes Sinussignal. Die beiden Kurven auf dem Oszillographen zeigen das Signal der beiden Transistoren. Wenn man genau hinsieht, kann man schon erkennen, dass die Kurven nicht richtig zusammenpassen. Am Ausgang sind die Lücken im Signal deutlich zu erkennen. Wie schneidet der Klasse B-Verstärker nun ab? Es gibt keinen Ruhestromverbrauch. Der Wirkungsgrad ist entsprechend hoch. Während er beim Klasse A-Verstärker weit unter 10% liegt, erreicht man hier in der Praxis bis zu 70%. Leider sind die nichtlinearen Verzerrungen sehr hoch. Um die Übernahmeverzerrung zwischen den Transistoren zu beseitigen, muss man den Arbeitspunkt der Endstufe so legen, dass die Transistoren gerade anfangen zu leiten. Dazu gibt man den Basisanschlüssen eine Vorspannung von plus bzw. minus 0,7 Volt gegenüber der Mittelspannung. Man erreicht das entweder durch einen Spannungsteiler aus Widerständen an der Basis oder durch zwei in Durchlassrichtung geschaltete Dioden, an denen ja genau die Flussspannung anliegt. Dadurch wird das Eingangssignal jetzt von 0 an verstärkt. Da der Arbeitspunkt jetzt so liegt, dass ein geringer Ruhestrom fließt und die Vorteile der beiden anderen Schaltungen vereinigt werden, spricht man von einem AB-Verstärker. Ich habe die Schaltung mit den zwei Dioden erweitert. Zuerst wieder die beiden Halbwellen. Und hier das Ausgangssignal. Es sind fast keine Übernahmeverzerrungen mehr sichtbar. Ein 100%iges Abbild des Eingangssignals ist mit dieser einfachen Grundschaltung allerdings noch nicht möglich. Dazu müssten die beiden Vorspanndioden und die Eingangsdioden der Transistoren einen exakt identischen Kennlinienverlauf haben. Um die Endstufe zu optimieren, sind weitere schaltungstechnische Maßnahmen erforderlich. Der AB-Verstärker vereint aber viele Vorteile und wurde deshalb zur bevorzugten Endstufenvariante. Der Ruhestromverbrauch ist niedrig. Der Wirkungsgrad ist mit etwa 60% recht hoch. Die Verzerrungen sind gering. Dagegen steht nur der höhere Schaltungsaufwand. Der nächste in der Reihe wäre der Klasse C-Verstärker. Der spielt aber im Niederfrequenzbereich keine Rolle, obwohl der Wirkungsgrad bei über 80% liegt. Er entspricht einem verschlummerten B-Verstärker. Der Arbeitspunkt wird so gelegt, dass nur etwa die Hälfte der Signalschwingung verstärkt wird und der Ausgangsstrom ansonsten 0 ist. Damit hat der C-Verstärker die schlechteste Linearität. Er wird nur im Hochfrequenzbereich, beispielsweise in Senderendstufen, genutzt. Am Ausgang liegt ein Schwingkreis, der wieder eine komplette Sinusschwingung daraus formt. Es lassen sich also nur Frequenzen in der Nähe der Eigenfrequenz des Schwingkreises verstärken. Die geringste Verlustleistung entsteht in einem Transistor im Schalterbetrieb. In den beiden Schaltzuständen ist entweder die Spannung am Transistor oder der Strom fast 0. Diese Tatsache nutzt man beim Klasse D-Verstärker. Fälschlicherweise nennt man ihn oft auch Digitalverstärker. Das D steht aber nicht für digital, sondern war einfach nur der nächste Buchstabe im Alphabet. Nicht alles, was mit Impulsen zu tun hat, ist Digitaltechnik. Bei einer digitalen Verarbeitung würde man das analoge Signal in eine Folge von Binärwerten umwandeln. Der D-Verstärker erzeugt eine Rechteckschwingung mit konstanter Frequenz, aber variabler Pulsbreite. Da die Pulsbreite sich fließend, also stufenlos mit der Eingangsspannung ändert, zählt der Verstärker doch zu den Analogverstärkern. Für die Umwandlung des Signals in eine pulsweitenmodulierte Rechteckschwingung benötigt man einen Generator, der eine Dreiecksspannung erzeugt,
mit einer Frequenz, die um einiges größer sein muss als die höchste zu übertragene Signalfrequenz. Sie liegt etwa zwischen 100 kHz und einem MHz. Und als zweites eine Komparatorschaltung, die sich mit einem Operationsverstärker sehr einfach aufbauen lässt. Komparator kommt vom englischen Wort compare und bedeutet so viel wie Vergleicher. Er vergleicht zwei Spannungen miteinander, in unserem Fall die Signalspannung und das Dreiecksignal, und schaltet je nach Spannungsdifferenz seinen Ausgang um. Um zu sehen, wie das funktioniert, legen wir mal beide Kurven übereinander. Und jetzt sehen wir uns die Punkte an, an denen sich die beiden Kurven schneiden. Immer wenn an der Stelle die Eingangsspannung größer wird als das Generatorsignal, schaltet der Ausgang in eine Richtung. Wird die Dreiecksspannung wieder größer als das Signal, schaltet der Ausgang in die andere Richtung. So entstehen unterschiedlich breite Impulse, die von der Höhe und der Frequenz des Eingangssignals abhängen. Ich will das mal mit einer kleinen Versuchsschaltung zeigen. So ein fliegender Aufbau ist für hohe Frequenzen nicht optimal, deshalb sind die Impulsformen nicht ganz ideal. Es geht aber nur darum, das Prinzip zu zeigen. An einem Eingang des Komparators liegt das Dreiecksignal mit einer Frequenz von derzeit 30 kHz. An den anderen Eingang kommt ein Sinussignal mit 3 kHz. Am Oszilloskop ist das die rote Kurve. Normalerweise ist die Differenz der beiden Frequenzen viel höher, aber dann könnte man am Oszilloskop nicht mehr allzu viel erkennen. Die gelbe Kurve zeigt das Ausgangssignal am Komparator. Wie erwartet, eine Rechteckschwingung mit der Frequenz des Dreiecksignals, also 30 kHz. Schön zu sehen, dort wo die Eingangsspannung am größten ist, sind die Ausgangsimpulse breiter. Da wo die Eingangsspannung am niedrigsten ist, ist der Impuls nur sehr kurz und die Zwischenräume größer. Entsprechend ändert sich das auch, wenn ich die absolute Höhe der Eingangsspannung ändere. Bei einem Rechtecksignal am Eingang haben wir nur noch zwei Werte und deshalb auch nur noch zwei verschiedene Pulsbreiten. Auch bei Veränderung der Eingangsfrequenz passen sich die Impulse entsprechend an. Anschließend gehen die Impulse auf die Endstufentransistoren, die sich wieder abwechseln. Wichtig ist, dass der Umschaltvorgang schnell genug vonstatten geht und ein Transistor erst durchschaltet, wenn der andere komplett geschlossen ist. Ansonsten kommt das einem Kurzschluss der Versorgungsspannung gleich, und was das mit den Endtransistoren macht, kann sich wohl jeder denken. Um das Ursprungssignal zurückzugewinnen, wird anschließend die hohe Taktfrequenz mit einem LC-Filter herausgefiltert. Ich habe der Einfachheit halber ein RC-Filter angeschlossen, das natürlich nicht trennscharf genug ist, um die Taktfrequenz komplett zu unterdrücken. Besonders wenn die beiden Frequenzen so dicht beieinander liegen wie in unserem Versuchsaufbau. Man kann aber erkennen, wohin die Reise geht und dass der Weg richtig ist. Die Qualität des Filters hat also großen Einfluss auf die verzerrungsfreie Wiedergabe. An den Endtransistoren entsteht nur sehr wenig Verlustwärme und der Wirkungsgrad des D-Verstärkers ist sehr hoch. Deshalb lässt er sich sehr kompakt aufbauen. Auf dieser kleinen Platine befindet sich ein kompletter Stereoverstärker mit 2x100 Watt Ausgangsleistung. Da wir gerade beim Thema sind, will ich noch ein paar Worte zum Thema Leistungsangabe verlieren. Viele achten nur auf die angegebenen Leistungswerte bei Verstärkern und Boxen und deshalb wird damit auch geworben. Ist ein 100 Watt Verstärker doppelt so laut wie ein 50 Watt Verstärker? Mit Sicherheit nicht. Beginnen wir mal mit den Boxen, denn hier liegt das größte Potenzial. Die Leistungsangabe auf der Box sagt nichts über die zu erwartende Lautstärke aus. Entscheidend ist, wie gut die Box die zugeführte elektrische Energie in Schall umsetzt. Der Wirkungsgrad einer Box liegt etwa bei erschreckenden 0,5 bis 5%. Eine gute 50 Watt Box kann einen wesentlich höheren Schalldruck erzeugen als eine schlechte 100 Watt Box und braucht dazu noch eine geringere Verstärkerleistung. Die Angabe auf der Box ist nur die maximal zulässige elektrische Leistung, die sie verträgt. Bei Überschreitung kommt es zu Verzerrung und später zur Zerstörung der Box. Das Gehäuse der Box wird als Resonanzboden verwendet. Für eine gute Wiedergabe von tiefen Frequenzen mit großer Wellenlänge müssen Boxen auch ein großes Volumen haben.
Um auch bei solch kleinen Kompaktboxen eine gute Basswiedergabe zu bekommen, werden sie stark gedämpft. Das wirkt sich natürlich negativ auf den Wirkungsgrad aus. Wonach sucht man denn nun die Box aus? Für einen realen Vergleich verschiedener Boxen muss man nach dem Kennschalldruck fragen. Hier wird bei einer definierten Eingangsleistung der Schalldruckpegel in 1 Meter Abstand gemessen. In manchen Datenblättern erscheint der Wert als Wirkungsgrad, was so aber nicht korrekt ist. Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Kennschalldruck und Wirkungsgrad der Box. Eine Erhöhung um 6 dB entspricht einer Verdopplung des Schalldrucks, aber nicht unbedingt einer Verdopplung der Lautstärke, denn auch unser Ohr funktioniert nicht linear. Für eine gefühlte Lautstärkeverdopplung braucht es etwa 10 dB Unterschied. Eine 100 Watt Anlage ist also nicht unbedingt besser als eine mit nur 25 Watt und eine vierfache Lautstärke bringt sie auf keinen Fall. Der einzige Grund für einen etwas leistungsfähigeren Verstärker ist, dass man einfach mehr Reserven hat und ihn nicht voll aussteuern muss. Das waren jetzt insgesamt mehr als 1 Stunde Material zum Thema Transistorverstärker, obwohl wir nur die Grundlagen behandelt haben. Einige Themen haben wir noch gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel die Klangbeeinflussung oder gehörrichtige Lautstärkeeinstellung. In der Praxis wird man es sich oft einfach machen und mit integrierten Schaltkreisen arbeiten, die aber intern auch nicht anders funktionieren. Es schadet ja nichts, etwas mehr darüber zu wissen und ich hoffe, dazu konnten die Videos beitragen und vielleicht animieren sie den einen oder anderen dazu, selbst etwas zu experimentieren.